Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Disco Elysium. Ich war leider ein paar Tage krank, beziehungsweise kann sein, dass da auch jetzt nochmal irgendwas durchkommt. Ich hoffe, kein fetter Hustenanfall oder so. Aber deshalb, ja, kam da jetzt leider ein paar Tage nichts, weil ich nicht aufnehmen konnte. Und dabei war ich so gespannt, schon weiterzuspielen. Ich finde es echt super, muss ich sagen. Hab mir schon einen kleinen Plan im Kopf ausgearbeitet, was ich dann als nächstes abarbeite. Also äh, konnte auch gar nicht so richtig von dem Spiel abschalten im Grunde. Gut. Wir wollen in den neuen Tag starten. Kim jetzt noch pennt. Oder der wartet schon unten wahrscheinlich. Also wir wollen ja auf jeden Fall wieder in den Hafen, um dann mit dem Evra zu sprechen, um hoffentlich endlich die Leiche vom Baum zu kriegen. Und wir wollen auf jeden Fall auch mit der Frau von Wild Pines reden. Ach, ja, er ist wach. Guten Morgen. Der will auch mit uns sprechen. Morning. Er nickt dir kurz zu. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. Oh, hä? Die sind jetzt schon da? Warum müssen wir mit ihnen reden? Everything points to the dock workers union. Ja. The belt used for hanging him. The circumstances in Martinez. My preliminary information. Also so viel zu dem Plan, erstmal in den Hafen zu gehen. Which may, of course, all be wrong. But we still need to talk to them. And it won't be easy. Was meinen Sie denn mit rauflustig? I mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the union. These men here. Men who drink beer for breakfast? There's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. Sind das die Typen, von denen uns Gart gestern erzählt hat? Garté? I completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. One loose thread less to worry about, and one big problem to replace it. Er streicht etwas durch. Es sind so viele. Vielleicht sollten wir Verstärkung anfordern? Ja, klar. That would just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union. In fact, even the death of two detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? He's not exaggerating about that mortal danger, just calmly factoring it in. Your fists clench and your pulse rises uncomfortably. Auf sie mit Gebrüll. One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Okay. Good. A power move. Purposefully concentrate on something else first. Yeah, streetwise. Zoom right past. Do it on your own terms. They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. Auf jeden Fall, da ist Lena. Wir können ihr schon mal ihre Erinnerungsnadel zurückgeben. Just a moment. Die alte Frau wendet sich wieder dem Cafeteria-Manager zu. And there's no public phones nearby? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. Der Cafeteria-Manager scheint seine Entschuldigung ernst zu meinen. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. Können wir sie nicht von dem Auto aus telefonieren lassen? The lady is distressed. Perhaps something more upbeat might cheer her up.
Guten Tag, ist alles in Ordnung? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. Sie seufzt. Moment, was ist denn mit der Leitung? The manager was vague about it. Sie legt die Stirn in Falten. Aha, was ist mit der Leitung? Why would he be vague about phone problems? This is something to look into later. Ask God, maybe. Wozu brauchen Sie das Telefon denn? To let the young woman who's house-sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night. But they're still missing, and I haven't heard from them. Okay. I was also hoping she'd heard from Morel. Okay, dann erzählen Sie mal, war Ihr Mann schon öfter verschwunden? That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. A cold breeze hisses through dense thickets of reeds. Something sweet in it, somnolent. A damp chill goes down your spine. When you look around, you're still in the whirling in rags. But you have more important things to worry about. Worum ging es bei dieser Expedition Ihres Mannes? Just some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the water lock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? The waterlock, that was broken. Could this be it? Ja, das könnte natürlich sein. Die Schleuse, die zur anderen Küstenseite führt, ist kaputt. Wahrscheinlich sitzen sie nur da drüben fest. Oh my. What happened to the water lock? Sie werden es nicht glauben, aber sie ist durch eine große Reklametafel für Butter blockiert. Die ist nämlich ins Wasser gefallen. Oh, sweetie. If it weren't for you, I'd be looking forward to another sleepless night. Thank you from the bottom of my heart. Ja, dann weiß sie da zumindest schon mal Bescheid, dass die wahrscheinlich einfach da festhängen. You're welcome, ma'am. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. Machen wir. Oh Gott, ja. Jetzt fängt's an mit meiner Stimme. Verdammt. This will surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the water lock's been repaired. And it's cold out there. Wenn ich ihn sehe, richte ich ihm aus, dass sie hier sind, wenn und falls sich die Gelegenheit ergibt. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Ihr Mann ist also ein Wissenschaftler. Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more precise. Also Kryptozoologie beschäftigt sich das nicht mit bereits ausgestorbenen Tierarten oder mit Tierarten, von denen man nicht sicher weiß, ob es sie gibt? Sowas? Was ist Kryptozoologie? It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Der Lieutenant klingt nicht beeindruckt. Ich finde es schon interessant. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. Dann mach's auch nicht. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless,
And frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. She's completely internalized her husband's struggles. They are her own. Süß. Oh ja, das können wir gleich mal machen. Erzählen Sie mir mehr über Morel, über sein Aussehen, seinen Charakter, Ihre Beziehung. Oh dear, I'm not sure where to begin. Wie sieht Ihr Mann aus? Well, his expression is slightly grumpy, but his eyes are always bright and curious, like a small boy's. And his palms are quite coarse from all the field work, but he's quite gentle. Ich habe mir jetzt unter der Aussehensbeschreibung was anderes vorgestellt. Aber ich werde einfach die Hände aller Leute betatschen, um zu wissen, ob er es ist. It's always a challenge to describe the person you know best in the world. Okay. Versuchen wir es noch einmal. Wenn ich mich auf der Straße mit ihm treffen wollte, wonach müsste ich Ausschau halten? Oh, well, he's a bit shorter than you, but with a larger frame, and he has longish white hair, usually a bit uncombed. You might say wild, even. The lieutenant pulls out his notebook and begins jotting down the woman's description. Sehr gut. One other thing, he'll likely have all kinds of field gear on him, even if he's not out in the reeds, you know, just in case. Wie lange sind Sie schon verheiratet? We'll be celebrating our 16th anniversary this autumn. Not the most numerically satisfying anniversary, but I like the less obvious milestones even more somehow. Wie haben Sie sich kennengelernt? Via dating agency, I'm ashamed to say. I was looking to get back into the scene after recovering from my accident, and he'd just divorced. We hit it off, and, well, here we are. Sie lächelt wehmütig. She's skipping over some important parts. Perhaps you'll find out more later. Ich glaube, ich habe jetzt alle Informationen, die ich benötige. Reden wir von etwas anderem. I hope I've been useful. Erzählen Sie mir mehr von diesem seltenen Insekt, das Ihr Mann sucht. Oh, sweetie, it's fascinating. But I shouldn't bore you with entomological minutiae. Okay. The lieutenant gives you a sideways glance. Doch, ich will mehr über das Insekt wissen. Well, it's a phasmid, technically, but Oh yeah. Here comes the interesting. where other phasmids imitate sticks or leaves, this one's a living reed. It disguises itself among the reeds here on the Insulindian coast. Oh mein Gott. Hence its name, the Insulindian phasmid. Perhaps you'll end up co-discovering the phasmid with us officers. Sie sieht ihr in die Augen und nickt nachdenklich. There's a touch of awe in the way she enunciated the creature's name. I knew it. We're gonna be chasing made-up insects with cryptozoologists. It's not made up, officer. I can assure you. It's simply elusive, so much so that most establishment zoologists doubt it exists at all. Warum denken Sie, dass die Phasmide sich hier in der Nähe aufhält? Well, some teenagers making out in the reeds saw one. They didn't know what it was, of course, but there was a brief article in a local newspaper about their encounter with a ghost insect that looks like the reeds. Gary sent us the clipping. Also ist ein Zeitungsausschnitt der einzige Beleg, den Sie haben? Of course, most phasmid sightings turn out to be false alarms, but their description matched the Insulindian phasmid perfectly, and they didn't even know what they were looking at. Und ist sie gefährlich? Not at all. Why else would it hide itself so carefully? Ist sie wertvoll? Oh, I doubt it. No one gets into cryptozoology for the money, sweetie. Hat sie coole Fähigkeiten? Yes, it can blend in almost perfectly among the reeds. It's how it's stayed hidden all these years. Centuries even.
Okay, was ist so besonders an dieser Schilfschrecke? Oh dear. I'm afraid I'm not explaining this very well. It is very special. Vor Befangenheit wird die Frau ganz rot im Gesicht. Morel can explain it all much better. I wish you could hear him describe it. Then you'd understand, I'm sure. So, wegen ihrer Nadel. I hope you were able to pawn that old trinket. Ich habe sie zurückgekauft. Ich weiß, dass sie ihnen viel bedeutet, also sollen sie sie auch haben. Oh, thank you, dear. I confess I am glad to see it again. Very honorable of you, officer. Even the lieutenant seems happy with this turn of events. Now, what else, sweetie? Okay, mal schauen. Ob wir sie dazu überreden können, uns etwas über coole Kryptiden zu erzählen. You're an enthusiastic idiot, but you're still an idiot. Toll, dabei war die Chance so gut. War das jetzt eigentlich eine rote Probe oder eine weiße? Ich will alles über Kryptiden wissen. Lebende Kryptiden, ausgestorbene Kryptiden, Kryptiden im Meer, Kryptiden an Land. Ich bin bereit. We don't have time for Cryptozoology 101. Let's get back to work, shall we? Okay, ist eine weiße Probe. Das wäre vorerst alles. Gut, ja, sollen wir mal mit ihm reden? Can I Wegen der help you? Leitung. Nee, die Rechnung, wir brauchen 20 Real. Das geht erst später. Another thing. Great. I love those. Aha. Gatte, ich habe ein Schild gesehen, auf dem stand, dass ich die Küche nicht betreten darf. Warum darf ich nicht in die Küche gehen? What are you, a cook now? That's none of your business. Aber in der Küche könnte etwas sein, das für die Ermittlung relevant ist. He wasn't pan-fried. He was lynched. What could the kitchen possibly have to do with... Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the cook is working. You can snoop around after that, if you must. Ich war da ja schon drin eigentlich. Naja. Nach 13 Uhr noch mal rein. Okay. Die Telefonleitung ist also tot? Yes, and the phone company is taking its sweet time sending someone to fix it. Losers. Stimmt es, dass es Fremdeinwirkung war? Who told you that? Das spielt keine Rolle. Ich will nur erfahren, wen sie verdächtigen. Fine, yeah. It looked like someone had messed with the wiring. It was shortly after the hanging, but I don't know if it's at all related. Plenty of assholes around here who aren't murderers. Naja, es könnte schon sein, dass jemand das möglichst hinauszögern wollte. Dass jemand kommt und sich um den Mord kümmert. If you do find out who cut the line, though, let me know so I can forward them the repair bill. Okay. Yes? Nichts. Alles gut. Also darf ich da jetzt nicht reingehen? Oder ich meine, was sagt er denn, wenn ich da... Sagt doch nichts, wenn ich da reingehe. Oha. Tomaten sind so dünn geschnitten, dass du durch sie hindurchsehen kannst. Wir haben ja noch den Auftrag mit diesem Spezialborscht. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. Okay. Ja, ich frage ihn jetzt trotzdem. Wissen Sie, was sich hinter dieser Tür befindet? Ich meine, der kann uns eh nicht antworten, oder? He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. Leo hat gesagt, dass Sie mit Manana befreundet sind. Stimmt das? The mention of mañana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Then they're friends. Oh. Entschuldigung, hab zu schnell geklickt. Sie sind Freunde, ja. Was ist in dem Borscht, den Sie hier kochen? Ich zeige auf den großen Topf. The man says a couple of sentences in that strange language of his and then seems to wait for you to speak. Tja.
Vielleicht will er wissen, ob ich was probieren will. Nein. Boss need more vodka? Okay, er nimmt eine Flasche aus dem Regal. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Clever move by the Union. Vodka Borscht! I love it, Bratan! Turn it the fuck up and then ask for some yourself! Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Nein, kein Wodka. Ich drehe meine Finger entgegen dem Uhrzeigersinn. Lassen Sie das. The cook gives you a long, disappointed look, then turns the stove off and seems to wait for you to speak. Cool. Das war dann wohl alles. Bleiben Sie männlich.